Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Heute zeige ich euch mein Rezept für köstliche Apfel-Walnuss-Muffins. Als erstes bereite ich die Streusel zu. Hierfür hacke ich zunächst 40 Gramm Walnusskerne grob in Stücke. Die Walnussstücke gebe ich in eine Schüssel und füge 100 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker und einen Viertel Teelöffel Zimt hinzu. Als nächstes zerlasse ich 60 Gramm Butter bei schwacher Hitze. Sobald die Butter vollständig geschmolzen ist, nehme ich sie vom Herd und gebe sie in die Schüssel mit den restlichen Zutaten. Die Zutaten mische ich nun mit einem Schneebesen, bis eine krümelige Masse entstanden ist, und stelle sie bis zur Verwendung in den Kühlschrank. Die Muffinförmchen forme ich aus Backpapier, das ich zu Quadraten geschnitten habe. Dafür lege ich die Backpapierstücke auf ein umgedrehtes Glas und drücke sie so fest an, dass sie die Form des Glases annehmen. Jetzt heize ich noch den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Für den Muffinteig hacke ich nochmal 40 Gramm Walnüsse grob in Stücke und gebe sie in eine Rührschüssel. Dann gebe ich 150 Gramm Mehl, eine Prise Salz und 1,5 Teelöffel Backpulver hinzu und mische die Zutaten mit einem Schneebesen gründlich durch. Als nächstes schäle ich 2 säuerliche Äpfel, entferne die Kerngehäuse und schneide die Äpfel in mittelgroße Stücke. Die Apfelstücke gebe ich in die Mehlmischung, mische die Zutaten gut durch und stelle die Schüssel kurz zur Seite. In einer separaten Schüssel verrühre ich 100 Gramm zimmerwarme Butter, 100 Gramm Zucker, 2 Eier, drei Esslöffel Milch und 1 Teelöffel von meiner selbstgemachten Vanillepaste. Stattdessen könnt ihr aber auch ein Päckchen Vanillinzucker nehmen. Die feuchte Mischung gebe ich jetzt in die Schüssel mit den trockenen Zutaten, mische alles gründlich durch und fülle den Teig in die vorbereiteten Muffinförmchen.
Auf den Muffinteig verteile ich nun die vorbereiteten Streusel und backe die Muffins im vorgeheizten Backofen ungefähr 30 bis 35 Minuten. Die fertigen Muffins stelle ich zum Abkühlen auf ein Gitter. Nach dem Abkühlen habe ich einen Teil der Muffins mit Puderzucker bestreut. Für den anderen Teil habe ich 30 Gramm Puderzucker mit 1,5 Teelöffel Zitronensaft verrührt und die Zuckerglasur mit Hilfe eines Spritzbeutels auf die Muffins gespritzt. Und jetzt zeige ich euch noch, wie die Muffins von innen aussehen. Die Muffins sind schön weich und super saftig. Probiert es unbedingt mal aus. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!